Ich habe für die kleine Hand noch eine kleine Hand. Geil, oder? Willkommen zu einer neuen Folge Eiche machen Sachen. Irgendwie ist es auch eine Eiche zeigt. Ich habe keine Ahnung. Viel Spaß. Film ab. Ziemlich genau vor 20 Monaten habe ich sehr glücklich verkündet, dass ich hier in diese Räumlichkeiten eingezogen bin. Und da gibt es eine Folge drüber. Mittlerweile platzt das Man Cave aus allen Nähten. Es hat sich eine Menge an Kram angesammelt. Und was hier alles so rumsteht, das würde ich euch jetzt einfach mal zeigen. Wir machen eine kleine Roomtour, treffen uns draußen vor der Tür und dann würde ich sagen, let's go, oder? Bisschen Licht. Boah, ich gehe gleich schnell nach rechts. Ich will noch nicht zu viel spoilern. Wir fangen hier an. Das ist das Nerdregal. Das ist eine Ansammlung an Liebeleien, an Schätzen, an Erinnerungen, an Müll, den ich angesammelt habe, der mir gefällt. Wir können gerne mal oben anfangen. Ich will nicht alles behandeln. Ich biege mich mal so vor, dass ihr das seht. Originalpackung GTA 2. Warte, ich hole sie mal raus. Das hier ist so eine geile Erinnerung, weil mein Opa mir das Spiel damals gekauft hat und er wusste definitiv nicht, um was es in GTA geht. Mein Opa war ein sehr pazifistischer Mensch und der hätte das überhaupt nicht gefeiert, wenn er das Spiel jemals gesehen hätte. Aber er war ein super geiler Typ. Und deswegen hat er mir das Spiel gekauft und ich weiß nicht, wie viel ich es gesuchtet habe. Den Rig können wir auch mal kurz auspacken. Ich lasse mir Zeit, ich will euch alles zeigen und es soll ja auch schön werden. Wenn euch irgendwas noch mehr interessiert oder so, dann können wir das auch live machen. Ja? Ich kann mir gut vorstellen, dass wir uns irgendwas rauspicken, irgendein Thema oder so und dann gucken wir uns das mal live an. Hier, der geile Rig. Die Crocs quietschen. Ah, der hier ist geil. Das ist der Hovering Art Director von Adobe. I like where this is going, but let's just start over. War ein Geschenk. Oh, schau mal hier. Die nächste Perle. Low G-Man. Low Gravity Man. Mit Passwortfunktion. Ey, das habe ich auch richtig geliebt, Mann. Erklimme schwindelnde Höhen. Bekämpfe überdimensionale Gegner. Nutze die volle Kraft des Wellenstrahlers. Flieg mit dem erbeuteten Hoverfahrzeug. Was haben wir noch? Klar, Optimus Prime. Riesen Optimus Prime-Fan. Wir haben ja noch einen. Und jetzt pass auf. Autobots, transformiert euch. Geil, oder? Ecto One, R2D2, Daryl Dixon und auch richtig geil. Ey, ich bin so froh, dass ich noch ein paar Originalverpackungen aufgehoben habe und dass ich die nicht weggeschmissen habe, wie so vieles. Zum Beispiel World Cup, ja. Auch so eine Sache, die ich mega geliebt habe. Das einzige Fußballspiel in meinem ganzen Leben, das mir irgendwie Spaß gemacht hat. Danach nie wieder. Ich habe gern Kamerun gespielt. Dann ist hier noch Super Butoden, Dragon Ball. Was haben wir hier? Auch ein paar neuere Sachen. Warte, Luigi? Das hier ist neuer. Das habe ich noch nicht mal ausgepackt. Der Game & Watch Zelda Edition. Wow, of the Spark. Mein erstes Auto. Mercedes-Benz 190e. A.k.a. Baby Benz, a.k.a. Frank the Tank. Yeah! Oh, und daran können sich sicher auch noch einige erinnern. Dieses Paket, was man bekommen hat, als der Euro rauskam. Dreamcast-Spiele. Ich merke, das Nerdregal ist gut voll mit Erinnerungen und mit Geschichten. Ich fetze ein bisschen durch. Das hier war mein erster Gameboy. Schade, dass der mittlerweile so vergilbt ist und natürlich wie bei jedem hat hinten die Klappe gefehlt. So, Sonic Adventure habe ich hart gefeiert, Sonic Adventure 2, natürlich Virtua Fighter, Tony Hawks, ein Klassiker und das schlimmste Spiel aller Zeiten, Gauntlet 2. Ich habe es so sehr gehasst. Rosenkranz, Pikachu-Dose, keine Ahnung, warum ich so aufgehoben habe. Und das hier ist cool, das sind so alte Kodak-Filmrollen. Ich finde es so krass, dass man irgendwie damals noch so viel aus Blech gemacht hat. Wahrscheinlich, weil da Plastik noch teurer war. Aber sind die nicht wunderschön? Ja. Schade, dass es jetzt nicht mehr so viel Blech gibt. Wobei ich jetzt auch nicht weiß, was für die Umwelt besser ist. Ein super geiles Geburtstagsgeschenk war das mal von meinen Jungs. Die super schwere Steinbüste vom Duke. Da habe ich mich auch voll gefreut. Die Balls of Steel Edition. So, kleine Hände. Mega geil.
Ich probiere mal was aus. Ja, wie ist das? Ich mache mal den Rest der Tour mit den Händen. Ich habe für die kleine Hand noch eine kleine Hand. Geil, oder? Eine lasse ich mal kurz an. Denn dahinter ist mein zweiter Gameboy. Für den habe ich mir irgendwann mal den Handyboy gegönnt. Vielleicht kennt es noch jemand. Es ist so albern, wenn ich sehe. Als Kind hätte ich dafür gemordet. Ich habe es mir wirklich sehr spät erst gekauft. Und der Gameboy hier, der ist noch richtig schön. Mit Klappe und, was steckt gerade drin? Super Mario Land 2. Geilo. Oh, das war so ein Paper-Toy, das ich mal entworfen habe und ausgeschnitten habe. Evil Kate habe ich die genannt. Playstation-Spiele, Diablo 1 für die Playstation, Tekken hart gezockt, Diablo viel gespielt. Und natürlich Final Fantasy 7, Final Fantasy 8, Final Fantasy 9. Wir gehen nicht alles durch. Ich will nur so ein paar Highlights jetzt mal kurz picken. Diablo, StarCraft, Warcraft, World of Warcraft. Oh, was da hinten noch? An den erinnere ich mich schon gar nicht mehr. Den habe ich wahrscheinlich... Ach, das ist der 10th Anniversary Odroid. Der ist ganz cool. Den habe ich nämlich... Habe ich den selber zusammengebaut? Das war nämlich so ein Kit. Ja, genau. Das war ein Kit und den konnte man selber zusammenbauen. Fand ich ganz geil. Und der ist... Warte, jetzt gucken wir mal, ob die Batterie noch... ob der Akku noch geht. Jo, geht noch. Der hat eine geile Auflösung. Ist super schnell. Und man hat Super Mario Bros. Und halt Hintergrundbeleuchtung. Ich stelle mich mal so hin. Ja, super geil. Oh, mit dem? Ah, toll. Mit dem muss ich echt mal wieder mehr zocken, ey. Oh, shit. Ich Vollidiot. Ey, wie gut das Display ist, Mann. Odroid muss ich auch mal wieder mehr auf dem Klo benutzen. Eine Menge VHS. Ah ja, guck, was wir hier haben. Die Nanoblocks, das haben wir ja im Livestream mal aufgebaut. Und dann sehe ich gerade noch hier Savage, Fallout Lunchbox. Hier ist sie. Die Hackerwatch. Die hat auch Laune gemacht ohne Ende. Hier rechts steht der Slider, den ich mit Dennis gebaut habe. Hier erkennt man auch mal, wie riesig der ist. Guck mal, wie riesig der scheiß Slider ist. Unfassbar. Hier noch ein schön hässlich Poster. Ich glaube von 2015. Das ist wie gesagt das Nerdregal. Es ist viel zu voll. Das Buch ist ganz gut. Das kann ich eigentlich auch sehr empfehlen. 1001 Video Games You Must Play Before You Die. Und guck mal, schlage ich schon gleich das Richtige auf, Super Mario 64. Das sollte man auf jeden Fall mal ein bisschen durchblättert haben. So, und jetzt schwenke ich die Kamera mal ein bisschen weiter nach links. Denn wir machen hier weiter. Fotorucksack, paar Nerdposter. Ich musste die schon übereinander hängen, weil ich keinen Platz mehr hatte. Finde ich sehr geil hier. Luigi, wie er eifersüchtig ist auf Mario, weil er Peach abhaut. The Last of Us, was haben wir da drunter? Oh, da drunter ist, glaube ich, der Throne of Games. Auch Mario. Der Sega Game Gear, der so viel Batterien gefressen hat. David gegen Goliath, hier der Game Boy, der nur 4 AA-Batteries gebraucht hat und dann halt eben den großen Konkurrenten mit Farbdisplay, mit TV, mit was weiß ich allem doch besiegt hat. Einfach weil es zugänglicher war für die Leute. Ja. Lilo Multipass. Hier habe ich mir auch überlegt, bei dem Multipass habe ich mir überlegt, wie cool wäre es, wenn ich mir mal selber einen machen würde. Also den Rahmen kann ich ja behalten, aber dass ich mir hier so eine Keycard mache mit meinem Bild, meinem Namen, dass ich meinen eigenen Multipass hätte. Wie cool wäre das denn? So. Ja, und jetzt kommen wir von der Spiele-Ecke in die Ecke, wo auch wirklich gearbeitet wird, ja? Den Bereich hier habt ihr ja eigentlich nie gesehen. Ich zeige den nicht so gern vor der Kamera. Aus Gründen. Ich habe hier den iMac, Mikrofon für Zoom-Calls und fürs Streaming, ein Interface, wo der Sound vom Mikrofon reingeht und verstärkt wird. Dann aber nochmal hier so einen kleinen Mischer, dass ich dann im Stream oder wenn ich irgendwas mache, dass ich mich dann selber höre. Schwing, 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 boobidi, schwinge-ding. Oh, wir haben Zuschauer. Eiche raff dich. Und das ohne Verzögerung.
Deswegen habe ich da nochmal den kleinen Mixer. Jetzt muss ich mal kurz durchatmen, Alter. Ich bin hier am Labern ohne Ende, Mann. Und das hier ist toll. Das ist die Kamera von meiner Mom. Ich halte sie in Ehren. Ich muss sie mal fragen, ob sie selber nicht wieder nutzen möchte. Weil meine Mom hat damals super viel analog fotografiert. Und das fand ich drehe mich mal so hin. Und das fand ich halt echt immer super beeindruckend als Kind und auch voll schön. Ich weiß noch, sie hat dann hier das immer abgeklebt gehabt, wo man den Film zurückspult. Das ist eine Praktika TL1000. Und das Tragische ist, meine Mom hat diese Kamera irgendwann mal verloren im Nordseeurlaub. Da haben wir die in so einem Strandkorb liegen lassen. Ich weiß noch, kurz davor so mega schöne Möwenfotos, weil die Möwen so nah kamen. Und die ganzen Urlaubsfotos waren auf dem Film. Irgendwann gemerkt, hey fuck, die Kamera vergessen. Lass zurück zu diesem Strandkorb gehen. Und dann war sie natürlich schon weg. Das war sehr bitter. Und dann hat irgendwann mein Dad meiner Mom nochmal genau die gleiche Kamera gekauft. Das ist die hier. Und ja, da hat sie dann aber, das hat sie so, ich glaube, das tat ihr irgendwie weh, dass die eine verloren gegangen ist und die ganzen Erinnerungen, dass sie dann irgendwie den Bock verloren hatte. Auf jeden Fall, jetzt ist sie bei mir. Ich habe damit schon ein paar Filme geknipst, weil das Allergeilste an der Kamera ist der Belichtungsmesser und der Schärfemesser. Alright. So, hier ist die Kamera, mit der ich meine Streams mache. Die hier sind übrigens sehr geil. Wer Zimt mag, sollte die sich mal gönnen. Keine Werbung. Den Darth Vader kennt ihr aus der 3D-Druckfolge. Gojira. Wir haben es aktuell 23 Grad. Hier ist der Atem-Mischer. Der Mini-Atem im geilen Koffer. Komm, mach mal an. Wir haben hier 4 HDMI-Kanäle. Auf der 1 ist die Kamera hier. Machen wir sie mal an. Siehst du? Dann auf der 2 ist gerade nichts. Ich glaube, da ist sonst immer der iMac oder so. Und auf der 3 ist die Playstation. Und da läuft das HDMI-Kabel hier hinten, da in die 3 rein. Das ist zum Streamen, wenn ich die Playstation streame. Keine Ahnung. Hier, Fidget Spinner. Auch sehr schnell in Vergessenheit geraten. Das hier ist cool. Das hier ist super cool. Eine Agfa Fotobox, eine super simple Kamera mit 120 mm Rollfilm. Pass auf. Dann hier kannst du den Film ziehen. Der Indikator, wie weit du den Film drehst, ist hier mit Rot, damit es nicht belichtet wird. Hier ist der Auslöser. Geil. Easy as shit. Können wir auch mal was damit machen. Das Schlimme ist, ihr merkt schon, hier sind 1000 Projekte, die wir irgendwie machen könnten, für die aber einfach irgendwie nie Zeit ist. Aber ich habe das alles auf der To-Do. Und irgendwann kommt die Zeit, so wie jetzt die Man Cave Tour, die steht auch schon übelst lange auf der To-Do. Jetzt machen wir sie. Fadenzähler, manche wissen, was es ist. Gibt es hier noch irgendwas Spannendes? Hier ist das Volca-Rack, da sind noch ein paar Magic-Karten. Die Hälfte des Caves haben wir jetzt schon mal geschafft. Da bei dem Fenster, hier hatte ich doch irgendwie vor einem Jahr oder so erzählt, dass ich hier noch was mache. Ich glaube, das Einzige, was ich gemacht habe, ist, da ist jetzt so eine Folie drauf. Hier brutzelt es im Sommer so krass rein, es ist so warm, dass ich so eine Silberfolie hier drauf gemacht habe. Guck mal, wie das spiegelt, sieht man das? Auf jeden Fall, hier ist eine Silberfolie und die soll diese Hitze von da draußen ein bisschen abhalten. Deswegen ist es auch so ein bisschen blau getönt hier. So, das war Teil 1 der Roomtour. Ich habe es in 2 Teile aufgeteilt, damit es A nicht so lange ist und B nicht so langweilig. Der nächste Part folgt in einer Woche oder so. Und da schauen wir uns den Rest des Caves an. Da gucken wir noch den Spielautomaten an, das Streaming-Setup. Lasst euch überraschen, was da noch so zu sehen ist. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen und danke fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, Leute.